Ich würde sagen, das Wort Adventure kann man tatsächlich echt verwenden in der Kombination mit E-Mountainbike, weil es tatsächlich spürbar war, dass bergauf richtig Spaß macht. Also gerade die Power, die TQ-Motoren entwickeln, lassen den Trail berghoch auch zum absoluten Fun-Faktor werden. Und deswegen sage ich, erlebt man so das Mountainbike-Abenteuer eigentlich ganz neu. Also von daher war es tatsächlich sehr, sehr eindrücklich. Also ich war ja erstmal sehr skeptisch, wer denn hier zum E-Mountainbike-Adventure-Tag nach Torbole kommt. Ich habe mir eher gedacht, dass es unsportlichere Leute sind, die halt vielleicht sogar das erste Mal so ein E-Mountainbike ausprobieren wollen oder überhaupt ein E-Bike ausprobieren wollen. Ich war aber sehr überrascht, dass es durch die Bank sportliche Leute waren. Also Leute, die schon Transalp gemacht haben, eigentlich auch noch Transalp machen, die halt einfach jetzt sagen, ich will im Endeffekt eigentlich so meinen Fuhrpark fast ein bisschen erweitern, weil ich glaube, dass es vielleicht Spaß machen kann. Oder der eine hat gesagt, ich bin ganz skeptisch, mein Sohn hat mich mitgenommen, jetzt schauen wir es uns mal an. Und habe dann eigentlich festgestellt, dass gerade die ganz Sportlichen einen riesen Spaß gehabt haben. Also dass das eigentlich genau die entgegengesetzte Wirkung erzielt hat, wie sie sich eigentlich vorgestellt haben. Also die meisten haben gesagt, ich schaue es mir jetzt mal an, aber eigentlich bin ich gegen E-Bikes. Und haben dann eigentlich festgestellt, hey, das macht einfach brutal Laune und haben sofort ganz unterschiedliche Einsatzzwecke. Der eine hat gesagt, für mich ist es perfekt, das ist mein neues Arbeitsgerät, dann fahre ich nicht mehr mit dem Auto, sondern mit dem Radl. Der andere hat gesagt, ja cool, jetzt kann ich endlich wieder mit meinem Sohn den Bergfight ausfighten und bin dabei und mein Sohn muss nicht ewig auf mich warten. Also ganz unterschiedliche Einsatzbereiche, aber es hat zumindest jeder dieses Grinsen auf dem Gesicht gehabt, wenn ihm dieser Schub passiert, wenn die Unterstützung passiert. Also das hat mich schon erstaunt, dass selbst die sehr sportlichen Leute da so einen riesen Spaß haben an so einem E-Mountainbike. Also ich denke, was für mich Freiheit oder für mich ist eher Motivation. Also ich habe selbst an mir schon festgestellt, ich setze das E-Bike tatsächlich ein, wo ich jetzt normalerweise mit dem Auto gefahren wäre. Also wenn es eben zum Klettern geht, dann fahre ich jetzt nicht mehr mit dem Auto, sondern fahre mit dem E-Bike den Berg hoch oder ich nehme einen Geschäftstermin, wo ich jetzt auf einmal aufs E-Bike steige, weil ich will nicht schwitzen, aber ich will dort schnell dort sein. Und das ist, wo ich mir denke, hey, das finde ich schon cool. Ich bin jetzt so auf die, wo ich mir gedacht habe, na, jetzt habe ich es eigentlich bloß ein paar Mal eingesetzt, bin ich tatsächlich in 2 Monaten 600 Kilometer mehr gefahren, um tatsächlich so berufliche Termine wahrzunehmen, um zum Klettern zu kommen, um andere Sportarten, um so als Fortbewegungsmittel und du hast immer dieses Grinsen oder du kannst es kombinieren. Ich habe oft vormittags einen Geschäftstermin, bin dort wegen dem Geschäftstermin mit dem E-Bike dorthin gefahren, dann habe ich danach noch Zeit gehabt, da bin ich mit dem E-Bike heute eine schöne Runde noch gefahren, was sonst eine ganze Tagestour gewesen wäre. Also die Kombination Job, Freizeit ist einfach viel genialer, weil jetzt habe ich das Radl dabei, sonst wäre ich im Auto dort gewesen. Und das ist für mich, sage ich mal, es ist eher Motivation, gibt mir mehr Spaß und ich fahre mehr Rad. Also das kann man, so ist für mich der Mehrwert eigentlich der E-Mountainbike-Geschichte.